In Paraguay ist es ab sofort wieder möglich, ohne Wartezeit einen unbeschränkten Aufenthaltstitel zu erlangen über den sogenannten Investor Pass, ein brandneues Programm, das im April 2026 eingeführt wurde. Alle Details dazu in diesem Video. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für Lateinamerika interessierst, zum Beispiel als Plan B oder um dahin auszuwandern, dann kann ich dir nur unser Lateinamerika-Symposion empfehlen. Ein intensives zweitägiges Seminar, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten, wo wir über 12 lateinamerikanische Länder, darunter Paraguay, im Detail sprechen und dir die neuesten Informationen zum Thema Aufenthaltstitel, Steuer, zweite Staatsbürgerschaften bringen. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich in Zürich zu treffen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. In Paraguay war es ja bis vor kurzem möglich, sehr einfach eine permanente Aufenthaltserlaubnis zu erlangen. Das Ganze war schon für rund 5.000 US-Dollar möglich. Leider wurde diese Möglichkeit aber vor wenigen Jahren abgeschafft. Mittlerweile muss jeder zunächst eine temporäre Aufenthaltserlaubnis erlangen, welche dann nach 2 Jahren in einen permanenten Aufenthaltstitel umgewandelt werden kann. Natürlich gab es auch ein Investmentprogramm, wo man dann ungefähr 70.000 Dollar in ein Business investieren konnte. Aber wer jetzt nicht geschäftlich aktiv sein will, wer keine Lust hat, ein Unternehmen im Ausland aufzubauen, der ist im Grunde genommen damit nicht besonders gut bedient gewesen. Jetzt gibt es ein brandneues Programm in Paraguay, den sogenannten Investor Pass. Und damit kannst du entweder 150.000 US-Dollar in ein Tourismusprojekt investieren, das von der Regierung dafür abgesegnet wurde, oder aber du kannst 200.000 Dollar investieren in paraguayische Aktien oder aber auch in eine paraguayische Immobilie. Dann bekommst du sofort eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis. Du musst also keine 2 Jahre mehr warten. Und das Beste ist eben, du kannst dann auch schon nach 3 Jahren die paraguayische Staatsbürgerschaft beantragen, wenn du das möchtest. Während dieses Programm nicht vorsieht, dass du sehr viel Zeit im Land verbringst, du musst halt praktisch gar keine Zeit verbringen, ist es etwas ganz anderes, wenn du die Staatsbürgerschaft beantragen willst. Möchtest du die Staatsbürgerschaft in Paraguay haben, dann wirst du dich den Großteil des Landes dort aufhalten müssen und musst sehr genau nachweisen, wie oft du das Land verlassen hast, selbst für kurzfristige Besuche ins Ausland. Früher gab es halt Möglichkeiten, dich über unbewachte Grenzübergänge ins Ausland abzusetzen und somit im Grunde genommen außer Landes zu sein. Diese Möglichkeit gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn dir das nicht so wichtig ist, die Staatsbürgerschaft zu beantragen, dann bist du mit diesem permanenten Aufenthaltstitel nicht verpflichtet, dich dort in Paraguay zu zeigen. Tatsächlich ist es nur notwendig, dort einmal alle 3 Jahre zu sein. Jetzt natürlich die große Frage, wer soll das machen? Macht das wirklich Sinn, hier so viel Geld in die Hand zu nehmen? 150.000, 200.000 sind ja schon ein stolzer Betrag. Macht es wirklich Sinn, das in die Hand zu nehmen, oder soll man nicht einfach zunächst die temporäre Aufenthaltserlaubnis beantragen, dann 2 Jahre warten und dann eben auf die permanente Cedula zu switchen? Nun, wenn man sich das Ganze zunächst mal anschaut im Vergleich, sagen wir zum Beispiel mal mit Panama, ein Land, das ja steuerlich gesehen ähnlich attraktiv ist wie Paraguay, da muss man sagen, dass die 200.000 Dollar natürlich noch recht günstig sind. Um in Panama die permanente Aufenthaltserlaubnis zu erlangen, musst du unter dem Qualified Investor Visa schon 300.000 Dollar investieren. Da musst du auch 5 Jahre auf die Staatsbürgerschaft warten. Dafür musst du allerdings für die Staatsbürgerschaft nicht im Land sein in Panama. Das ist ein Vorteil. Im Vergleich dazu diese 200.000 Dollar für Immobilien oder 150.000 in Tourismusprojekte in Paraguay sind da eigentlich noch relativ moderat. Aber bringt dir das jetzt wirklich was, außer du willst jetzt sehr schnell die Staatsbürgerschaft beantragen? Ich vermute eigentlich ehrlich gesagt nicht, außer wenn man natürlich davon ausgeht, dass die Möglichkeiten dann einfach auf den permanenten Aufenthaltstitel zu switchen in Zukunft reduziert werden und nicht mehr so einfach sind. Viele haben ja einen Aufenthaltstitel in Paraguay schlicht und ergreifend als einen Plan B. Sie haben nicht wirklich vor, dort Zeit zu verbringen. Bringt es jetzt wirklich was, dort dann dieses Geld in die Hand zu nehmen? Ich vermute ehrlich gesagt eher nicht, außer du hast jetzt sowieso vor, dort eine Immobilie zu kaufen. Wir haben nicht wenige Mandanten, die Immobilien in Paraguay erwerben, selbst wenn es nur darum ist, diese dann weiter zu vermieten, entweder in der Langfristvermietung oder eben auch per Airbnb. Und wenn du das jetzt sowieso vorhast, dann kannst du ja sagen, okay, dann nehme ich mir eben hier einfach noch diesen Aufenthaltstitel mit. Das ist ja dann letztlich geschenkt. Dann finde ich, dass das Ganze natürlich Sinn macht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand freiwillig Aktien in Paraguay kaufen wird. Vielleicht investiert man in ein Tourismus
Luxusprojekt, das könnte sein, aber ich denke, die Immobilieninvestition ist das, was für viele am attraktivsten ist. Wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, wir haben bereits einige Mandanten, die in entsprechende Projekte in Paraguay investiert sind. So, was das Ganze einfach zeigt für meine Begriffe ist, dass der Markt dort gerade in Lateinamerika stark in Bewegung ist und man sieht jetzt an diesem neuen Programm im Grunde genommen, worauf das Ganze meiner Meinung nach zusteuert. Ich vermute, dass es immer weniger Möglichkeiten geben wird, in Lateinamerika für sehr wenig Geld sehr einfach die Aufenthaltstitel zu bekommen, wie es bisher der Fall war. Es wird immer mehr darauf zusteuern, dass man eben investiert, insbesondere in Immobilien. Ich habe vor kurzem erst mit einer Anwältin in Costa Rica gesprochen, die das Gleiche mir bestätigt hat. Sie hat mir im Grunde genommen gesagt, dass nur noch die Investmentvisa in Costa Rica, wo man eben auch $150.000 investieren muss, in Immobilien von der Regierung zügig beantragt werden. Alles andere, Pensionado, Rentista, Visa, da will man auf die Bremse treten. Und der Grund dafür ist, dass einfach so viele Menschen nach Lateinamerika kommen momentan aufgrund der Situation in der EU, aufgrund der Situation in anderen Teilen der Welt und eben der Tatsache, dass Lateinamerika nach wie vor ein ziemlich offener Kontinent ist. Also ich denke, Paraguay folgt hier einem Trend. Ich denke, wir werden das Gleiche noch in verschiedenen anderen Ländern sehen. Es bleibt jetzt abzuwarten, was ansonsten noch in Paraguay passiert. Hoffen wir, dass die Möglichkeit erhalten bleibt, sehr einfach dort wenigstens die temporäre Aufenthaltserlaubnis zu bekommen und dann später eben die permanente. Wenn dich das Ganze interessiert, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nicht zu lange zu warten. Denn wer zu lange wartet, den bestraft das Leben. Und das sehen wir ganz klar. Wir haben das schon in vielen anderen Ländern auch gesehen. Das heißt, hier muss man das Eisen schmieden, solange es heiß ist, weil tendenziell wird alles einfach immer schwieriger. Daher, wenn du Unterstützung brauchst in Paraguay, in Lateinamerika, wir sind gerne für dich da. Mein Kollege Harley ist unser Lateinamerika-Experte. Buche ein Beratungsgespräch mit ihm. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Wir können dich natürlich bei allen Aufenthaltstiteln in Lateinamerika unterstützen. Wir sind dort in 12 Ländern aktiv. Du findest dazu alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Wir machen seit 20 Jahren nichts anderes als genau das. Wir helfen Mandanten, steueroptimiert auszuwandern, im Ausland einen Plan B zu etablieren, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel zu erlangen und ihr Vermögen durch internationale Diversifikation vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.